In diesem Video geht es um Schad- und Giftstoffe in Sammlungen und Depot. Mein Name ist Martina Müller und ich bin Konservatorin, Restauratorin im Museum Burgzug. Ich habe Daniel Cervasi eingeladen. Er ist Schadstoffexperte bei der Firma BAFOP. Die Firma kennt sich bestens aus in der Schweizer Museenlandschaft. Sie haben schon verschiedene Depots gesehen und wissen genau, bei welchen Objektgattungen dass man welche Schadstoffe und Giftstoffe erwarten kann. Der Daniel ist mit uns durchs Depot durchgegangen und hat uns gezeigt, bei welchen Objekten wir besonders aufpassen müssen und vor allem, wie wir auf einfache Art und Weise mit kontaminierten und giftigen Objekten umgehen können. Ich bin hier im Sammlungsdepot vom Museum Burgzug. Ja, mit was muss man hier rechnen? Was schmecke ich? Bös gesagt, wenn ich hier runterkomme. Ich sehe von aussen das Gebäude und einem Stegenhaus und weiss, gut, das Gebäude sieht relativ modern aus. Ich höre Lüftung, das beruhigt mich schon. Das erste ist ganz klar das Gebäude. Wie alt ist das Gebäude? Von 1990 kann es Asbest drin haben. Hat es eine Lüftung drin? Hat es einen alten Naturboden oder nicht? Weil da kann es für mich schon Radon, Schimmel, ganz klar, Holzschutzmittel nach dem alten Dachstück und eben Asbest im Gebäude. Also wirklich das Alter des Gebäudes kann mir schon mal das Indiz nicht auf die Sammlung selber, aber die ganze Umgebung geben, wo ich drin bin. Weil das kann schon recht viel Schadstoff auch haben in dem Sinn. Der Schutz für Schimmel und Holzschutzmittel ist in meinen Augen relativ einfach. Was dafür noch eben unter dem Radar durchgeht, ist eben zum Beispiel Asbest. Das ist dann halt, was den Schutz anbelangt, ein bisschen kritischer als nur Holzschutzmittel und Schimmel. Die Phasen sind um einiges penetranter. Dann natürlich auch Radon. Radon, Radioaktivität, das geht relativ häufig vergessen. Das wird manchmal gar nicht realisiert. Plus, dass dann da noch eine rechtliche Komponente dahinter ist, wenn man mit dem etwas machen will oder mit dem arbeiten will. Das beste Beispiel ist wirklich Asbest. Es gibt kaum einen Schadstoff, der so gut reguliert ist in der Schweiz wie Asbest. Wenn man jetzt halt Asbest findet, sei es jetzt irgendeine Brandschutzanwendung in einer Lampe drin, irgendetwas, Hitzeschutz, dann kann man das nicht einfach so rausschranzen und das ist gut. Asbest ist ganz klar gesetzlich geregelt. Bei der SUVA, wenn man hier noch Asbest sanieren will, gibt es klare Factsheets. Es gibt einen gesetzlichen Grund, wie man mit dem umgehen muss. Man eine Ausbildung haben, Zertifizierung, welche Methoden muss man beim Sanieren oder beim Umgang damit haben. Also es ist wirklich eigentlich ganz klar reguliert. Und bei allem anderen, was wir hier haben, gilt natürlich das klassische Arbeitsrecht. Und Mutterschutz, SECO, das sind ganz wichtige Aspekte, die man nicht vergessen darf, dass das natürlich dort auch gilt. Vorerkrankungen. Schwangere Frauen sieht das wiederum anders aus. Das sind andere Konzentrationen schon viel gefährlicher. Das beste Beispiel ist wirklich sauerstoffreduzierte Atmosphäre. Bei 17%, 18% kann ich reingehen. Ich muss mir jetzt nicht viel Sorgen machen. Klar, wenn ich eine Vorerkrankung habe, muss ich mir Sorgen machen. Wenn ich schwanger bin, ja, aber ich selber nicht. Aber als Frau, die schwanger ist, nein, kein Zugang. Jemand mit Vorerkrankungen müsste sich da auch noch medizinisch abklären, weil dann ist es fatal. Dann kannst du das Kind verlieren, dann kannst du kollabieren, dann kann es wirklich grosse Schäden geben. Und da muss man halt immer bewusst sein, die Standard-Grenzwerte gehen eigentlich wirklich immer auf eine gesunde Person. Und dann halt Vorerkrankungen, schwanger, sind dann noch strikter. Welche Schadstoffe hat es in Sammlungen und auch welche sind sehr gefährlich oder am gefährlichsten für Sammlungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Da kurze Antwort ist, wir finden alles. Asbest, gut, das gibt es schon seit 200 oder 300 bevor Christus, also das gibt es eigentlich schon recht lang, aber es gibt so klare Anwendungsbereiche, wo das am häufigsten gebraucht ist. Hitze, Strom, Holz, also Brandschutz ganz häufig. Dann halt Quecksilber, Schwermetall, Holzschutzmittel.
auch das sind Güter, wo man nicht will, dass sie von Insekten oder von Pilzen befallen werden. Da kann man auch schon ein bisschen Indiz drauf haben. Jeder weiss es auch selber. Kleider, Mottenschutz, kann man auch schon ein bisschen Gedanken drin haben, das wird wahrscheinlich geschützt werden. Dann, sobald man irgendetwas Militärisches hat, rechne ich immer automatisch auch gerade eben. Entweder ist es explosiv, hoffe ich zwar nicht, ist aber auch möglich, aber dann Leuchtziffern. Da gehen einem gerade Alarmglocken los, Radioaktivität, das weiss man, das hört man ein bisschen, aber da muss man darauf ein bisschen achten. Es gibt Zeiträume, wo man auch wissen kann, also bis 65 wird es haben, nachher wird Radium, Leuchtfarbe eher weniger der Fall sein. Sobald man Mineralien hat, ja, die können auf natürliche Art und Weise Asbest haben, die können auf natürliche Art und Weise Uran und Radioaktivität haben. Aber danach wirklich im Detail ist es manchmal einfacher. Man macht das Foto und tut wirklich eine Fachperson ganz kurz, hey, ist das etwas Gefährliches? Was kann ich da machen? Aber meistens wirklich Learning by doing yourself, research by yourself in dem Sinn. Ja. Radioaktivität, Abstand ist das Beste. Fertig. Wenn man irgendwie Leuchtziffern sieht, einfach davon ausgehen, radioaktiv. Abstand ist das Beste, das ist kein Problem. Selten sind es wirklich gefährliche Quellen, aber einfach mit Abstand und vielleicht mal ein Messgerät, wo man bei mir fragen kann, kein Problem. Und nicht vergessen, Filmprojektoren und so Zeug, die alten, die haben das sehr gerne dort drinnen verbaut. Das wirklich, wenn man reinschaut, sieht man das. Wirklich, so die Brandschutzanwendungen. Und sonst, Chemikalien, ich glaube, jeder weiss, Chemikalienschrank, ist man einfach vorsichtig, Händchen anlegen, sowieso. Das ist sowieso prinzipiell, Händchen ist ein klarer Fall. Und mit Corona ist man ein bisschen sensibilisiert. Also in einer Sammlung, wenn ich etwas anschaue, Händchen und FFP3 und man ist eigentlich gut geschützt vor den meisten Sachen. Männer, ganz wichtig, rasieren. Ein FFP3 bringt nichts, wenn man einen Bart hat. Bringt es nichts, muss man gar nicht, da kann man auch ohne Maske reingehen. Finde ich eigentlich etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und klar, ausgestopfte Viecher darf man natürlich nicht vergessen. Da ist natürlich Arsen, Quecksilberchlorid, das zum Teil gebraucht worden ist. Das ist aber auch eher auf der staubförmigen Seite. Das heisst, mit dem Mundschutz ist mir da gut. Also wenn ich ein ausgestopftes Viech sehe, rechne ich auch automatisch mit Arsen drin. Ich bin bis jetzt noch nie falsch gelegen, sozusagen. Das ist wirklich so. Ja, die Asbestanwendungen sind sehr interessant. Also Asbestschnür, Asbestkardon ist wirklich Hitze. Also alles, was wirklich Strom und Hitze generiert. Alte Bachöfen, alte Boiler, wirklich technische Geräte von 1990, obwohl im Ausland, das gilt für die Schweiz. Wir haben auch nachher 1990 aus dem Ausland Bachofen können mit Asbest kaufen. Also wie gesagt, Boiler, kleine Öffeli, ganz beliebt, in denen auch zum Teil Asbestanwendung. Brennerei, Schnapsbrennerei, da gibt es zum Teil auch Anwendung. Schwere Industrie, sowieso. Da ist für mich bei der Untersuchung immer faszinierend, da finde ich überall Asbest, weil da geht es halt um hohe Temperaturen, Verschleiß etc. Sehr beliebt, ja. Eine weitere Gefahr, die halt bei Sammlungen häufig unterschätzt wird, ist das Gasförmige. Die meisten sind visuell fokussiert, man sieht Staub, man sieht Kristall, man sieht Messer etc., aber sehr viele Giftstoffe, sei es jetzt Teer, sei es jetzt auch Holzschutzmittel, sei es Chemikalien, die gasen aus. Und das heisst, anstatt auf einem Objekt haben wir es plötzlich auf einem nicht kontaminierten Objekt. Jeder kennt es, man geht in eine Bar, Kleider stinken nach Zigarettenrauch. Das klassische Beispiel kann in einer Sammlung passieren. Kann man das Asbestfasern, können andere Sachen kontaminieren. Das Gasförmige ist halt penetrant, das siehst du nicht. Schutz muss auch einiges stärker sein. Gasförmig brauchst du spezielle Filter. Und wie gesagt, das Gas kann sich woanders noch wieder kondensieren auf anderen Objekten. Oder noch schlimmer, in der Luft kondensiert es und tut dann noch als Staub auf anderen Objekten ablagern. Du hast so einen Schmierfilm, hast geruchliche Beeinträchtigung und plötzlich saubere Sachen haben plötzlich PCB drin, haben irgendwie Permetrin oder sonst irgendein Biozid drauf, das eigentlich nicht dazugehört. Das ist wirklich häufig komplett unter dem Radar, der Schutz vor den gasförmigen
Komponenten. Physik hängt von Temperatur und Druck ab. Druck, ich glaube weniger, dass man da irgendwie auf Unterdruck geht, aber je wärmer es ist, umso eher gasen die Stoffe aus. In einem kleinen Museum, ein Raum, da kann man sich nicht eine teure Lüftung leisten, da kann man sich nicht irgendwie auch noch extreme Infrastruktur leisten. Das Einfachste wäre natürlich Lüften, aber Klimakontrolle ist etwas Wichtiges in einem kleinen Räumchen. Sonst haben wir schnell mal Schimmel oder von draussen andere Sachen, Insekten, die dazukommen. Was eine Möglichkeit ist versiegeln. Also zum Beispiel jetzt Kleider, die Eulan oder etwas ausgasen, da gibt es zum Teil wie so ein bisschen Mottenschutz, der mehr oder weniger das Ausgasen relativ gut reduziert oder auch Staubbildung reduziert. Bei Möbeln halt wirklich das Einfachste, was man hier machen kann, ist immer wieder saugen, damit man halt auch die Staubkomponenten das wegbekommt. Das Ausgasen selber in einer kleinen Sammlung. Schauen, dass man irgendwie Temperaturen tief bekommt. Und wenn es wirklich konstant stinkt, muss man sich das überlegen, ja, kann ich da vielleicht irgendwie eine Abluft konstruieren oder im schlimmsten Fall auch einen Raumlüfter mit Aktivkohle, der das versucht rauszufiltern. So ein Unterdruckhaltegerät, das Luft ansaugt und frische Luft rauslässt, ist nicht teuer heutzutage, als Secondhand, sehr gut mit Aktivkohle. Finde ich fast ein Standard auch für kleine Sammlungen, weil mit den richtigen Filtern kann man hier eigentlich so vieles auch machen und ist geschützt. Wirklich, das ist zu empfehlen, ja. Wenn man das erste Beispiel, Quecksilber geht am Boden, schauen, lüften, Fenster aufmachen, es gibt Quecksilber-Sammelset für ein paar kleine Tröpfchen. Wenn es mehr und grösser wird, gibt es speziell auch Schutzmasken, wo man noch auch Quecksilber rausfiltrieren kann. Das finde ich wichtig für grössere Havarien. Kann es auch geben. Also so Barometer können viel drin haben. Und das Problem ist halt, wenn das mal im Holz drin ist, man kann es putzen so gut wie möglich, aber wie gesagt, das muss man halt auch mit den Schutzmaßnahmen, das Zeug muss gesammelt werden, Masken. Es kommt dann noch immer wieder etwas rausgegaset und dampfförmig ist das grosse Problem. Flüssig geschlossen, kein Problem. Sobald es dampfförmig ist, nehme ich das auf. Dann tun wir meistens Sachen, die nicht putzen kann, versiegeln. Kunststoff, PE, Kunststoffsack, doppelt eingepackt. Dann ist es für mich in dem Sinne einigermaßen gegessen. Merkblatt Quecksilber, Lagerung sowieso. Irgendwo, wenn etwas kaputt geht, dass es schon in einer Wanne drin ist und nicht einfach dann noch durch die ganze Museumssammlung durchkugelt und dann noch andere Kunstwerke ruiniert. Aber wirklich, solange es nicht flüssig irgendwo am Boden liegt, geschlossen, kein Problem. Quecksilber hat natürlich die Eigenschaft, ist schönes flüssiges Metall. Es gibt nicht sehr viele davon. Das ist bei Raumtemperatur flüssig, verdampft dort auch und wie jeder andere Stoff. Je höher die Temperatur, umso mehr verdampft. Das heisst, auch bei höheren Temperaturen wird Quecksilber in die gasförmige Phase gehen. Und hohe Temperaturen heisst mehr in der Luft, heisst mehr mitnehmen auf. Aber wenn man jetzt wirklich Quecksilber klein gesammelt hat, dann gibt es eigentlich zwei Sachen, wo man das bringen kann. Ganz kleine Mengen, läutet man schnell in die Apotheke in der Nähe, kann ich es bei euch abgeben. Und sonst gibt es ganz klar Sammelstellen, wo man dann nachher halt, kann man wirklich nachschauen, gibt es Sondersammelstellen, Quecksilber pro Kilo haben wir diesen Preis. Dort kann man es abgeben, dann wird das wirklich konform mehr oder weniger entsorgt. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Ich empfehle generell jeder Sammlung, wenn es möglich ist, Quecksilber durch etwas weniger Schädliches zu ersetzen. Das BAG möchte auch, dass man all die Quecksilbersachen aus dem Umlauf bekommt und eigentlich entsorgt. Und ja, es ist zwar ein schönes Metall, aber schlussendlich ist es eine Gefahr, die man einfach nicht braucht per se. Man kann es sonst konserviert irgendwo ein bisschen haben als ein Anschauungsbeispiel. So sieht Quecksilber aus, doppelt gesichert, aber in den meisten Objekten finde ich es wichtig, raus und durch etwas Ungefährliches zu ersetzen. Alkohol zum Beispiel. Klassisches Beispiel, wir haben einen Toaster. Man sieht dort drinnen so einen alten Toaster. Man schaut rein und sieht nachher so ein weisses Blättchen drin, Asbest. Gut, ich weiss, da hat es jetzt Asbest. Was jetzt? Das Einfachste wäre, dass man das versiegeln würde. Idealerweise haben wir ein Gerät, das die Luft in eine Richtung absaugt.
Und dort drin hast du einen H14-Filter, der Asbest schützen, also wirklich Asbestfaser nehmen. Und dann würdest du es doppelt in eine Plastik-Zipbag luftdicht verpacken. Wenn man da dran geht, Handschuhe und sowieso FFP3-Maske. Ohne das würde man es gar nicht mal richtig anlegen. Dann ist es versiegelt, man tut es als Asbest markieren und dann eigentlich nicht mehr anlegen. Nicht dran gusseln, nicht dran rummachen, das ist ein klarer Fall. Das ist wirklich wichtig. Wenn Asbest jetzt einfach so der Toast rumliegt, mache ich mir noch keine Sorgen. Es sei denn, es gibt die ganze Zeit Vibrationen, es gibt Luftzüge, die Leute können es anlängen. Dann wird die Fasern schnell mal frei. Aus dem Grund wirklich, wenn man so etwas sieht, bei der Sammlung, doppelt versiegeln und man kann es immer noch anschauen. Und danach muss man entscheiden, wird es entsorgt, wird es saniert, das kann man natürlich nicht selber machen, wird es speziell versiegelt. Das sind die nächsten Schritte, die dann halt je nach Wert des Objekts, je nach weiteren Aspekten, wenn man es ausleihen, wenn man es schauen, muss man dann nachher das besprechen. Also das kann man dann nachher nicht ad hoc sagen, was man jetzt mit dem macht. Ja. Aber wichtig ist, versiegeln. Bei ganz grossen Sachen kann es sein, dass man halt ein riesiges Ding hat, da kann man schwer mit einem Plastiksack drüber gehen, dann muss man da halt schon erstens mal nicht hingehen, Erschütterungen vermeiden. Wie gesagt, wir reden hier jetzt von schwachbundigem Asbest, das ist wirklich feiner Karton, wir können es von Elektro-Tableau daheim vielleicht, so Holz, wo man ein bisschen dran und es pudert dann weg. Dann gibt es halt noch die festgebundenen Asbestsorten. Die Klassen sind Eternitplatten, die Wellplatten, die man draussen sieht, das ist festgebunden, da macht man keine Sorgen, das länge an. Ich kann es einfach nicht schleifen und bürsten, weil dann wird die frei, das ist nicht das Problem. Auch wirklich nicht so schlimm, aber es ist wirklich die schwachgebundenen, die dann nachher wirklich fixiert werden. Und jetzt bei einem grossen Objekt, da muss man halt schon schauen, dass man halt jetzt mal frech mit uns Kontakt aufnimmt, dann kann man schauen, wie kann man am besten dran gehen, kann man es versiegeln oder sagen wir, hey, das muss jetzt schon ein Sanierer wegnehmen, dass es danach mehr oder weniger keine Asbestspuren mehr dran hat. Museen, Sammlungen haben wir häufig eben Schimmel und Holzschutzmittel. Bei unseren Psyche wird das häufig überbewertet, also es ist ein sehr wichtiges Thema in vielen Sammlungen. Von der Gefahr her per se FFP3-Masken, Handschuhe, ist man persönlich dagegen geschützt. Aber jetzt haben wir wirklich Schimmelobjekte, grössere Mengen. Also da kann es wirklich der ganze Bereich komplett verschimmelt sein. Wie gehen wir jetzt davon vor? Also je nachdem, wie sensibel eine Person ist, und das ist eben ein bisschen das Mühsame mit Schimmel. Es gibt Leute, die sind hochsensibel, da muss man gar nicht reingehen, und andere, die etwas aushalten. Aber hochverschimmelte Objekte, grosse Sachen, da geht man sowieso auch am besten mit einem Anzug rein, weil ich will nicht, dass man nachher voll in Schimmelsporen ist. Handschuhe sowieso. Wenn man dann mit dem arbeiten, mehr als ein FFP3 würde ich sogar sagen, ein Hube, weil man ist dann nachher wirklich auch geschützt. Noch mit Augen, weil das kann auch allergische Reaktionen auslösen. Man kann dann nachher auch relativ lang arbeiten. Und dann fängt es dann nachher eigentlich an. Also zuerst mal, wieso hat es Schimmel? Zuerst muss man Klima unter Kontrolle bekommen, wenn das der Fall ist. Und dann das Reinigen, das muss auch. Dann hat man nachher auch eine Station, wo man effektiv die Luft ansaugt. Vorne dran kann man die Objekte putzen, dass der Schimmel und die Schimmelsporen direkt angesogen werden in Filter. Da muss man jetzt nicht auf Asbestklasse sein. Da reicht auch ein H13-Filter, wo man zum Teil ein bisschen daheim hat, mit den HEPA-Filtern speziell, aber wirklich, dass er die Sporen aufnimmt. Und dann ist es wirklich eine Frage auch von den Restauratorinnen, die haben die grösste Erfahrung, die wissen, okay, das Einfachste, um den grössten Teil vom Schimmel mal wegzubekommen, ist mechanisch abbürsten.